Hallo Leute, da bin ich wieder. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich an diesem Elektro-Rasenmäher das Messer ausbaue und dann schärfe. Vorher wird natürlich der Stecker oder der Akku herausgezogen. So, jetzt kann es auch losgehen. Als erstes entferne ich den Fangkorb und lege dann den Rasenmäher auf die Seite. Habe ich einen Benzinrasenmäher, ziehe ich erst den Zündstecker ab und lege dann den Benzinmäher so zur Seite, dass der Luftfilter nach oben zeigt, damit kein Benzin oder Öl herauslaufen kann. Wie man sehen kann, haben die beiden Schneiden am Messer schon bessere Tage gesehen. Sie sind auf beiden Seiten stumpf und krumm, also muss das Messer ausgebaut werden. Das Messer ist mit dieser Schraube befestigt und mit einer Ratsche und einer 13er Nuss werde ich sie herausdrehen. Aber die wichtigste Frage ist, in welche Richtung muss ich die Schraube drehen? Ist es links oder rechts Gewinde? Da gibt es einen ganz einfachen Trick, den man sich nur merken muss. Ist das Messer hier oben auf der linken Seite, dann läuft der Rasenmäher links herum, also gegen den Uhrzeigersinn, und die Schraube wird ebenso nach links aufgeschraubt. Ist das Messer oben auf der rechten Seite scharf, dann wird die Schraube auch im Uhrzeigersinn aufgeschraubt. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Schraube sich nicht beim Mähen von alleine löst. Auch wenn das Messer nicht mehr sehr scharf ist, sollte man trotzdem dabei Schutzhandschuhe tragen. Also wie gesagt, mit der Ratsche gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Schraube lässt sich öffnen. Übrigens würde es mich sehr freuen, sollte euch das Video gefallen, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Das ist natürlich für euch kostenlos. Ihr braucht nur den Abo-Button zu betätigen, würde mich sehr unterstützen, und über Kommentare und einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Danke schon mal im Voraus. Von der Nähe kann man schon sehen, wie stumpf und krumm die beiden Messerseiten sind. Jetzt geht es ans Anschleifen. Das Messer sollte man an einem Tisch oder an einer Arbeitsplatte mit Feststellzangen befestigen. Übrigens habe ich das ganze benutzte Werkzeug unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit einer ganz normalen Stahlfeile kann man eigentlich die zwei Seiten des Messers ganz gut bearbeiten. Die Feile sollte man etwa in 30 Grad Winkel halten, und dann lassen sich die Schneiden eigentlich ganz gut machen. Aber ich wollte euch zeigen, wie ich es dann noch viel besser hinbekommen habe. Das könnt ihr jetzt gleich sehen. Also das Messer wieder einspannen und dann zeige ich euch, wie es noch viel besser geht. Diesen Bandschleifer von Black & Decker habe ich mir vor einiger Zeit geholt und ich muss sagen, der ist wirklich super. Ist nicht teuer, den benutze ich für alle meine anderen Arbeiten wie Holz und jetzt auch natürlich von Metall. Wie gesagt, mit dem lässt sich die Arbeit wunderbar erledigen. Und wie ihr sehen könnt, ist dieser Schneider jetzt viel gerader und auch die Ausbuchtungen und die Beschädigungen sind weg. Jetzt kommt noch die andere Seite dran. Ja, und die andere Seite wird auch bearbeitet und ja, was soll ich groß sagen? Ihr seht, die Kante ist wieder komplett gerade und die ganze Schneide ist jetzt natürlich auch viel besser wie vorhin mit der Feile. Den Bandschleifer verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Mit diesem kleinen Trick könnt ihr feststellen, ob das Messer eine Unwucht hat. Einfach einen Schraubenzieher in die Mitte durchs Loch stecken und schauen, ob das Messer in der Waage bleibt. Kippt das Messer nach links oder rechts, habt ihr eine Unwucht, also müsst ihr auf dieser Seite noch etwas abschleifen. Aber hier sieht es gut aus. Beim Einbau kann man eigentlich nichts falsch machen. Man sieht diese Ausbuchtungen und genau das Gegenstück ist am Rasenmäher dran. Also einfach das Messer so einstecken und nur noch darauf achten, dass die kleinen Flügelchen links und rechts nach oben zeigen. Also genauso wie im Einbau. Hier sieht man die Flügel, dass sie so zum Mäher nach oben zeigen. Und ja, wenn alles sitzt, dann kann man die Schraube auch wieder anziehen. Ja, mit der einen Hand das Messer gut festhalten und mit der anderen Hand und der Ratsche die Schraube richtig fester anziehen. Ja, das Video ist auch schon fast fertig. Wie vorhin schon gesagt, würde ich mich über Kommentare,
einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.